Hallo, heute sind wir im Zoo der Blumengärten Hirstetten in Wien. Wir sind jetzt hier bei unserer Voliere für die Pfirsichköpfchen und die Diamantfasane im indischen Garten. Die Pfirsichköpfchen passen thematisch nicht unbedingt in den indischen Garten, weil sie eine afrikanische Papageienart sind. Aber sie verstehen sich sehr gut mit den Diamantfasanen, deswegen wohnen sie bei uns zusammen. Bei den Pfirsichköpfchen handelt es sich um eine kleine Papageienart aus der Gattung der Unzertrennlichen. Unzertrennliche deswegen, weil die Tiere eine sehr starke Paarbindung haben und eigentlich fast die gesamte Zeit zusammen verbringen, lediglich während der Brutzeit, während einer die Eier ausbrüten oder die Jungen wärmen muss, trennen sich die Tiere, ansonsten sind sie eigentlich immer zusammen. Es gibt mehrere Arten unzertrennliche, verteilt über ganz Afrika. Die Pfirsichköpfchen stammen aus einem sehr kleinen Gebiet im Norden Tansanias und gelten deshalb auch als potenziell bedrohte Art. Es gibt allerdings auch einige Populationen in Kenia beispielsweise, wo die Art eingeführt wurde und jetzt dort lebt. Bei uns bewohnen sie die Voliere zusammen mit den Diamantfasanen. Die Diamantfasane sind eine Hühnervogelart aus dem Himalaya-Gebiet, die leben auch bei uns ganzjährig draußen. Die Männchen und die Weibchen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Die Weibchen sind hauptsächlich braun-schwarz gefärbt, weil sie die Eier ausbrüten müssen und deswegen gut getarnt sein sollten. Die Männchen sind sehr auffällig bunt, führen auch sehr interessante Balztänze auf, bei denen sie um das Weibchen herumspringen, teilweise ihr Gesicht bedecken oder die Federn sträuben, um so das Weibchen zu beeindrucken. Wir haben hier auch ein Pärchen, weil es sich auch um eine tendenziell monogame Fasanenart handelt, im Gegensatz zu vielen anderen. Bei anderen Arten ist es öfters so, dass ein Männchen versucht, möglichst viele Weibchen um sich zu scharen und jedes zu befruchten. Und bei den Diamantfasanen ist es aber so, dass die einfach meistens die Zeit trotzdem zu zweit monogam verbringen. Das Interessante an den Pfirsichköpfchen ist außerdem, dass sie, wie viele andere Papageien, auch Höhlenbrüter sind. Allerdings bauen sie ein Nest. Dazu knabbern sie schmale Blätterstreifen oder Rindenstreifen von verschiedenen Pflanzen ab, stecken die ins Rücken und ins Schwanzgefieder und fliegen damit dann zum Nest und bauen dort so ein geschlossenes Nest, also wirklich eine Kugel polstern die ganze Höhle aus und in der Mitte drinnen werden die Eier gelegt und ausgebrütet. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach unseren Kanal völlig kostenlos.